Die Inflation brodelt und alles wird teurer. Ich sitze hier auf dem Scott S-Pack 920 und in dem Video stellen wir euch nicht nur das Bike vor, sondern klären auch die Frage, ob man heutzutage noch für knapp über 1000 € mit dem Biken anfangen kann. Beim Mountainbiken kann man sich aus eigener Kraft super weitläufig durch die Natur bewegen. Und dabei kommt ein geniales Gefühl von Freiheit auf. Und ganz nebenbei macht man noch was für die eigene Fitness. Mich wundert es also nicht, dass der Mountainbikesport boomt. Aber es gibt auch ein Problem. Mountainbiken ist teuer geworden. Zumindest kann man den Eindruck bekommen, wenn man über die Webseiten der angesagten Hersteller scrollt. Bikes für 8000 € und mehr sind da nämlich die Regel. Hier vor mir steht das Scott S-Pack 920 für knapp über 1000 €. Und da stellt sich natürlich die Frage, reicht dieses Bike, um damit in den sportlichen Mountainbikesport einzusteigen? Oder kommt das Bike ans Limit, wenn man damit mehr macht, als in den Biergarten zu fahren? Ein Vorteil hat man, wenn man heute mit dem Mountainbiken anfangen will. Die Innovationen der letzten 10 Jahre sind Stück für Stück in die niedrigeren Preisregionen durchgesickert. Hier an dem Bike zum Beispiel hat man schon große 29er-Reifen und eine exzellente Geometrie. Die großen 29er-Reifen helfen einem auf dem Trail gut über Hindernisse drüber zu rollen, ohne die Federung in Anspruch zu nehmen. Das gibt viel Sicherheit und ein sehr gutes Fahrgefühl. Bei der Geometrie ist es ähnlich. Mit einem 68,5 Grad flachen Lenkwinkel und einem tiefen Tretlager vermittelt einem das Bike auch auf technischen Trails ein sichereres Fahrgefühl als Bikes vor 10 Jahren. Bei der Ausstattung von dem Bike fällt einem hier natürlich sofort auf, dass an der Kurbel noch 2 Kettenblätter verbaut sind. Andere Bikes in dem Preisbereich haben teilweise schon eine modernere 1x12-Schaltung. Aber die erkauft man sich in dem Preisbereich auch mit einem Nachteil. Die Bandbreite von günstigen 1x12-Schaltungen liegt nämlich deutlich unter 500%. Und mit den 2x11 Gängen, die man hier bei dem Scott S-Pack hat, liegt man bei 530% Bandbreite. Man hat also sowohl einen super leichten Klettergang, als auch einen Gang für schnelle Abfahrten auf Teer oder Schotter. Bei den Bremsen gibt sich Scott angesichts des Preises keine Blöße. Hier sind hydraulische Scheibenbremsen von Shimano verbaut, die am Vorderrad sogar mit einer 180er Bremsscheibe arbeiten. Die Verzögerung ist adäquat. Aber man muss ehrlich sein, wer mehr Geld für sein Komplettbike ausgibt, bekommt nicht nur mehr Bremspower, sondern auch einen ergonomisch geformteren Bremshebel. Bei den Laufrädern setzt Scott auf eine Klemmung mit herkömmlichen Schnellspannern. Hochwertigere Bikes haben hier oft Steckachsen. Bei dem Einsatzbereich, den das Bike hat, schmälert es den Fahrspaß auf dem Trail allerdings nicht. Außerdem sind bei dem Rahmen die Anschraubpunkte hinten am Heck zu erwähnen. Hier kann man nämlich jederzeit ein Schutzblech oder einen Gepäckträger montieren, falls man das Bike im Alltag nutzen will. Oder falls man mit mehr Gepäck auf eine längere Reise gehen will, hat man hier alle Optionen. Die Züge, die hier vor dem Lenker gebündelt sind, sorgen außerdem für eine aufgeräumte Optik und verlaufen dann auch optisch einwandfrei ins Rahmeninnere. So eine saubere Zugverlegung ist vor allem in der Preisklasse nicht selbstverständlich. Wenn es im Gelände wirklich ruppig wird und zur Sache geht, dann bergen so innen verlegte Züge immer das Risiko, dass sie zu klappern beginnen. Das kann man aber ganz leicht unterbinden, indem man im Nachgang einfach nur Schaumstoffhüllen über die Züge stülpt. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns auf den Trail schwingen. Schon auf den ersten Metern am Single Trail kommt die gute Geometrie des Scotts zum Vorschein. Das tiefe Tretlager positioniert einen nämlich aufrecht hinterm Lenker und es vermittelt ein sehr sicheres Fahrgefühl. In Kombination mit den 29er-Reifen kann man hier selbst als Anfänger mit wenig Skills ohne Schreckmomente in den Mountainbikesport reinschnuppern. Dass Scott bei der Geometrie ein besonders geschicktes Händchen hat, zeigt auch unsere einheitliche Marktbewertung auf bike-test.com. Hier haben wir nämlich alle Bikes, die es auf dem Markt gibt, nach einheitlichen Kriterien bewertet und das Scott-Bike schneidet in der Geometriewertung deutlich über den Marktdurchschnitt ab. Und wenn wir schon bei der Geometrie sind, dann sprechen wir auch gleich noch die Sitzposition an. Die fällt bei dem Scott S-Pack hier nämlich ausgewogen aus. Man sitzt also weder super sportlich noch extrem aufrecht auf dem Bike. Damit kann man auch längere Touren effizient in die Pedale treten, ohne dass einem der Schmerz in den Rücken fährt. Bei der Federgabel habe ich einen Tipp für euch. Achtet darauf, dass sich die Federgabel mit einer Luftkammer auf das eigene Körpergewicht anpassen lässt. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung für das sportliche Mountainbiken. Scott weiß das und verbaut hier eine Luftfedergabel von SR Suntour. Man kann ganz klar sagen, das Scott S-Pack 920 für knapp über 1000 € ist ein ernstzunehmendes Mountainbike, mit dem man nicht nur als Anfänger Spaß im Gelände haben kann. Bleibt natürlich die Frage im Raum stehen, was passiert eigentlich, wenn ich mehr Geld für mein Bike ausgebe? Mit mehr Budget eröffnen sich vor allem mehr Optionen. Ab ca. 2000 € bekommt man zum Beispiel sportliche Fullies für den Einsatz im rauen Gelände.
Wem sowas interessiert, dem habe ich unten in der Videobeschreibung ein weiteres Video verlinkt zum Bike in genau dieser Preisklasse. Bei 2000 € ist das Ende der Fahnenstange natürlich aber noch lange nicht erreicht. Wenn man mehr Geld ausgibt, wird die Technik ausgereifter. Federgabeln sprechen dann sensibler an, Schaltungen schalten nochmal akkurater und vor allem werden Bikes leichter. Damit wir wissen, wovon wir hier sprechen, hängen wir das Bike jetzt mal an die Waage. Und die bleibt inklusive Pedalen bei 14,4, 14,3 Kilo stehen. Den Winter haben wir schon mal das Scott Scale RC World Cup getestet. Das Bike kostet sage und schreibe 14.000 €, wiegt dafür aber auch unter 9 Kilo. Und der Unterschied zwischen 14 und 9 Kilo kommt am Trail natürlich schon deutlich zum Tragen. Die teureren Bikes beschleunigen sich deutlich leichter, lassen sich insgesamt auch leichter bergauf fahren und sind auch in der Handhabung auf dem Trail angenehmer. Ein Gewichtsunterschied von 5 Kilo ist natürlich eine Welt. Aber man muss ja ehrlich sein, mit dem Scott Aspect hier wird sich niemand beim World Cup an den Start stellen, was das Argument des Gewichts etwas in den Hintergrund rücken lässt. Scott zeigt mit dem Aspect 920, dass man auch heute noch für knapp über 1000 € vernünftig mit dem Mountainbikesport anfangen kann. An der Optik von dem Bike gibt es überhaupt nichts auszusetzen und auch die Ausstattung ist sinnig gewählt. Auf dem Trail hat uns vor allem die Geometrie und die großen 29er Laufräder überzeugt. Einen ausführlichen Testbericht, einen tagesaktuellen Preis von dem Bike und eine dicke Kaufberatung, die wirklich alle Fragen vor dem Bikekauf klärt, findet ihr bei uns auf bike-test.com online.